Lektion 1. Abenteuer im Lebensmittelgeschäft. Jo Anna, ich dachte darüber nach, einkaufen zu gehen. Willst du mitmachen? Oh ja, das würde ich gerne. Mit einem Freund machen Einkaufstouren immer mehr Spaß. Fantastisch, es wird wie ein kleines Abenteuer sein. Definitiv. Was für Dinge hast du vor, dir zu besorgen? Nun, ich muss meinen Kühlschrank und meine Vorratsausstattung auffüllen. Das gleiche hier. Vielleicht können wir Rezeptideen austauschen, während wir einkaufen? Klingt gut für mich. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Essensinspirationen. Ich auch. Oh, und wir sollten vorher eine Liste machen, damit wir nichts vergessen. Gute Entscheidung. Ich hasse es, wenn ich nach Hause komme und merke, dass ich etwas Wichtiges verpasst habe. Vollkommen. In Ordnung. Lass uns eine Einkaufsliste überdenken, bevor wir losfahren. Okay, schauen wir mal. Ganz oben auf der Liste, definitiv mehr Obst und Gemüse. Ja, man kann nichts falsch machen, wenn man sich mit frischen Produkten eindecken will. Absolut. Und wir brauchen Proteine wie Hühnchen oder Fisch. Oh, und vielleicht ein paar gesunde Körner wie Quinoa oder brauner Reis. Auf jeden Fall. Und vergiss die Snacks nicht. Wir müssen uns ein bisschen was gönnen. Lektion 2. Lastminute Reisepläne. Hallo Anna, ich versuche eine Reise zu buchen, bin mir aber nicht sicher, ob ich das im Voraus tun oder warten soll, bis die Termine näher rücken. Oh, das ist eine gute Frage. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile. Ja, ich versuche die Vorteile von jedem abzuwägen. Was machst du normalerweise, wenn du reist? Nun, das hängt wirklich von der Art der Reise ab. Für Lastminute-Kurzurlaube buche ich oft näher an den Terminen. Okay, das ist gut zu wissen. Was sind die Vorteile einer späteren Buchung? Nun, Sie haben mehr Flexibilität, wenn sich Ihre Pläne ändern. Und manchmal findet man wirklich gute Lastminute-Angebote. Ah, ich verstehe. Das macht Sinn. Wie wäre es, weiter im Voraus zu buchen? Eine frühzeitige Buchung hat auch Vorteile. In der Regel erhalten Sie bessere Preise für Flüge und Unterkünfte. Das ist ein gutes Argument. Und ich nehme an, Sie haben mehr Zeit, um die Reise zu planen und sich auf sie zu freuen. Genau. Außerdem sind beliebte Reiseziele und Hotels in der Regel schnell ausverkauft, wenn Sie zu lange warten. Stimmt. Ich möchte meine Top-Auswahl auf keinen Fall verpassen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Warum schauen Sie sich nicht Ihre Reisedaten an und sehen Sie, was die Preisunterschiede sind, wenn Sie jetzt buchen oder später buchen? Gute Idee. Ich werde mir ein paar verschiedene Szenarien ansehen und herausfinden, was für mein Budget und meinen Zeitplan am besten geeignet ist. Klingt nach einem Plan. Lass mich wissen, wofür du dich letztendlich entscheidest. Ich helfe Ihnen gerne dabei, mehr darüber zu erfahren. Werde ich machen. Danke, Anna. Das war wirklich hilfreich. Lektion 3. Stipendienanträge. Hallo, Anna. Ich habe nach einigen Stipendienmöglichkeiten gesucht und ich glaube, ich habe ein paar Optionen gefunden, für die ich in Frage komme. Das ist großartig, John.
Welche Art von Stipendien erwägen Sie? Nun, es gibt ein wirklich prestigeträchtiges Angebot für Studierende in meinem Studienfach, aber der Wettbewerb ist ziemlich intensiv. Ich verstehe. Was sind die Voraussetzungen dafür? Denken Sie, dass Sie eine starke Bewerbung haben? Die Hauptanforderungen sind ein hoher Notendurchschnitt, relevante außerschulische Leistungen und eine überzeugende persönliche Aussage. Ich bin ziemlich zuversichtlich, was meine Bewerbung angeht. Wunderbar. Welche anderen Stipendienmöglichkeiten haben Sie gefunden? Es gibt noch ein paar allgemeine Stipendien, die ich ebenfalls prüfe. Sie sind etwas weniger wettbewerbsfähig, aber die Auszeichnungen sind geringer. HMM, das ist eine gute Strategie, um eine Mischung von Optionen zu haben. Hast du schon angefangen, an den Anwendungen zu arbeiten? Ich habe angefangen, die persönlichen Aussagen zu verfassen, aber ich wollte Ihre Meinung einholen, bevor ich etwas finalisiere. Natürlich schaue ich mir das gerne an und gebe dir Feedback. Wann sind die Fristen? Die meisten davon sind in den nächsten Monaten fällig, also versuche ich, alles so schnell wie möglich auf die Reihe zu bekommen. Okay, perfekt. Schick mir, was du bisher hast und wir können es zusammen durchgehen. Ich bin mir sicher, dass Ihre Bewerbungen großartig sein werden. Fantastisch, vielen Dank, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir dabei zu helfen. Lektion 4. Sommereinkäufe. Hey Anna, ich habe diesen tollen Laden gefunden, der eine tolle Auswahl an Sommerkleidung hat. Willst du, dass ich es dir zeige? Oh ja, das würde ich gerne sehen. Welche Sommerstyles hast du gefunden? Sie haben die neuesten Trends, wirklich süße Kleider, stylische Oberteile und bequeme Shorts. Das klingt perfekt für das heiße Wetter. Wie heißt der Laden? Es heißt Sunshine Boutique und ist nur ein paar Blocks entfernt. Willst du zusammen dorthin gehen? Definitiv. Ich muss ein paar neue Teile für meine Sommergarderobe abholen. Toll, lass uns gehen. Ich denke, dir wird wirklich gefallen, was sie haben. Fantastisch. Zeig mir den Weg. Ich freue mich, alle Optionen zu sehen. Okay, folge mir. Es ist dieser wirklich süße kleine Laden mit einer wirklich schönen Atmosphäre. Klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen und ein paar Sommereinkäufe zu erledigen. Ich auch. Ich habe das Gefühl, dass wir beide tolle Sachen finden werden. Lektion 5. Reisen mit Bus und Bahn. Guten Morgen, Anna. Bist du schon einmal mit dem Bus oder Zug irgendwo hingefahren? Ja, ich benutze häufig öffentliche Verkehrsmittel. Es ist eine großartige Art, sich fortzubewegen. Das ist cool. Haben Sie jemals Probleme mit Sprachbarrieren, wenn Sie auf Reisen sind? HMM, manchmal. Aber ich versuche, ein paar grundlegende Sätze in der Landessprache zu lernen. Das ist eine gute Idee. Es muss schwierig sein, sich in einer neuen Stadt zurechtzufinden, wenn Sie die Sprache nicht sprechen. Es kann sein, aber ich finde, dass die Leute normalerweise sehr hilfreich sind, wenn sie sich die Mühe machen. Das ist gut zu wissen. Was war die beste Erfahrung, die du je mit Bus oder Zug gemacht hast? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe es wirklich genossen, mit dem Zug durch die Landschaft Italiens zu fahren.
Die Aussicht war einfach atemberaubend. Wow, das klingt unglaublich. Ich würde gerne eines Tages so eine Zugreise machen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist so eine entspannende Art, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Ich wette. Vielleicht könnten wir irgendwann einen Ausflug zusammen planen, wenn du dazu bereit bist. Das würde so viel Spaß machen. Wir könnten eine neue Stadt mit Bus und Bahn erkunden. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon auf die Möglichkeit. Ich auch. Wir müssen anfangen, einige Optionen zu prüfen. Absolut. Das wird großartig. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 6. Renovieren Sie Ihr Zuhause. Hallo Anna, machst du in letzter Zeit Renovierungsarbeiten? Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, die Einrichtung in meinem Wohnzimmer zu ändern. Was denkst du? Das ist großartig. Welche Art von Änderungen haben Sie in Betracht gezogen? Nun, ich würde gerne ein paar neue Gardinen kaufen und vielleicht die alten Leuchten austauschen. Das klingt nach guten Ideen. Das Ändern der Beleuchtung kann einen Raum wirklich verändern. Auf jeden Fall. Ich hoffe, etwas Moderneres und Energieeffizienteres zu finden. Das ist klug. Und neue Gardinen können einen Raum sofort auffrischen. Genau. Ich bin hin und her gerissen zwischen einer kräftigen Farbe oder neutralen Farben. Das ist eine schwierige Entscheidung. Was ist Ihre allgemeine Stilpräferenz? Ich tendiere eher zu einem minimalistischen, skandinavisch inspirierten Look. Oh, in diesem Fall würde ich wahrscheinlich vorschlagen, bei ein paar schönen neutralen Tönen zu bleiben. Guter Punkt. Das würde dazu beitragen, dass sich der Raum sauber und luftig anfühlt. Absolut. Und dann kannst du es immer mit ein paar Akzentstücken beleben. Das ist eine tolle Idee. Ich muss anfangen, nach ein paar lustigen Dekoartikeln zu suchen. Ich bin mir sicher, dass du die perfekten Teile findest, um alles zusammenzufügen. Lektion 7. Den neuen Nachbarn kennenlernen. Hey Anna, hast du gehört, dass wir einen neuen Nachbarn haben? Wirklich. Ich habe gestern bemerkt, dass jemand nebenan eingezogen ist. Ja, ich habe gesehen, wie sie ein paar Kisten entladen haben. Sollen wir uns vorstellen? Das ist eine tolle Idee. Es ist immer schön, neue Leute in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Auf jeden Fall. Ich bringe ein kleines Einweihungsgeschenk mit, vielleicht ein paar selbstgemachte Kekse. Oh, das ist so rücksichtsvoll. Ich komme mit und wir können zusammen Hallo sagen. Hört sich gut an. Hoffentlich haben sie sich gut eingelebt. Ich bin sicher, Sie werden den herzlichen Empfang zu schätzen wissen. Es kann schwierig sein, an einen neuen Ort zu ziehen. Absolut. Gehen wir jetzt rüber, solange sie noch gefunden werden. Okay, machen wir's. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich auch. Das wird lustig. Ich stimme zu. Neue Nachbarn können der Beginn guter Freundschaften sein.
Auf jeden Fall. In Ordnung, stellen wir uns vor. Lektion 8. Das Zuhause auffrischen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, das Haus ein bisschen aufzufrischen. Was hältst du davon, die Vorhänge zu wechseln und die alten Leuchten auszutauschen? Hey John, das ist eine tolle Idee. Das Wohnzimmer könnte ein moderneres Aussehen vertragen. Was hast du dir für die Gardinen gedacht? Ich dachte an etwas Leichtes und Luftiges, vielleicht ein paar durchsichtige weiße Paneele. Es würde den Raum wirklich öffnen. Oh, das klingt wunderbar. Und was die Leuchten angeht, hast du dir etwas Bestimmtes vorgestellt? Ich habe im Internet gestöbert und einige wirklich schöne minimalistische Pendelleuchten gesehen, von denen ich denke, dass sie fantastisch aussehen würden. Sie würden für eine elegante, moderne Atmosphäre sorgen. Das klingt perfekt. Ich bin gespannt, wie das alles zusammenkommt. Wann wolltest du mit diesem Projekt beginnen? Nun, ich habe dieses Wochenende Zeit, wenn du es bist. Wir könnten in den Laden gehen und alles besorgen, was wir brauchen. Wunderbar, lass es uns machen. Ich freue mich sehr darauf, dem Wohnzimmer ein frisches neues Aussehen zu verleihen. Toll, dann ist es ein Plan. Das wird einen großen Unterschied machen, ich weiß es einfach. Absolut, ich kann es kaum erwarten. Es wäre so schön, einen einladenderen und moderneren Raum zu haben. Auf jeden Fall. In Ordnung, lass uns dieses Wochenende einkaufen gehen und loslegen. Lektion 9. Abstammung der Kiwis. Guten Morgen, Anna. Wusstest du, dass die meisten Menschen in Neuseeland von britischen Einwanderern abstammen? Wirklich. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, Neuseeland hätte eine vielfältigere Bevölkerung. Ja, darüber habe ich erst kürzlich erfahren. Offenbar hat ein großer Teil der Kiwis britische Wurzeln. Wow, das ist faszinierend. Ich frage mich, was so viele Menschen aus Großbritannien dazu gebracht hat, sich in Neuseeland niederzulassen. Soweit ich weiß, hatte vieles davon mit der britischen Besiedlung der Inseln im 19. Jahrhundert zu tun. Ah, ich verstehe, das macht Sinn. Neuseeland muss zu dieser Zeit für viele britische Siedler wie ein vielversprechendes neues Land gewirkt haben. Exakt. Das Klima und die Ressourcen waren ansprechend, und die Briten förderten aktiv die Einwanderung. Interessant. Wissen Sie, ob die indigene Maori-Bevölkerung von der gesamten britischen Einwanderung erheblich betroffen war? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Kultur und die Menschen der Maori waren ziemlich betroffen, obwohl die Details für mich etwas verschwommen sind. Ich wäre neugierig, mehr über diese Geschichte zu erfahren und wie sie das heutige Neuseeland geprägt hat. Klingt, als gäbe es dort eine Menge faszinierender kultureller Dynamiken. Auf jeden Fall. Ich werde noch etwas zu dem Thema lesen müssen. Die demografische Entwicklung Neuseelands hat eindeutig eine reiche Geschichte. Ganz gewiss. Es ist immer faszinierend, die Hintergrundgeschichten der Bevölkerung eines Landes aufzudecken. Es gibt dir eine tiefere Wertschätzung. Einverstanden. Ich freue mich, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Es hat definitiv mein Interesse geweckt, mehr über die Abstammung der Kiwis zu erfahren. Das Gleiche hier. Es macht immer Spaß, neue Teile der Kulturgeschichte zu entdecken. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie auf weitere interessante Fakten stoßen. Das werde ich tun.
Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen. Lektion 10. Seelenfrieden finden. Hey Anna, kann ich dich etwas über Seelenfrieden fragen? Es ist mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen. Klar, was ist los? Ich freue mich immer, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Sie zu mehr innerem Frieden gelangen können. Nun, ich habe das Gefühl, dass ich heutzutage ständig gestresst und überwältigt bin. Hast du irgendwelche Tipps, um Prioritäten zu setzen, was wirklich wichtig ist? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist so wichtig, bewusst darauf zu achten, worauf wir uns konzentrieren, um unseren Seelenfrieden zu bewahren. Exakt. Ich habe das Gefühl, in all den kleinen Dingen gefangen zu sein und das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, ist, mir jeden Tag Zeit zum Nachdenken und zur Selbstfürsorge zu nehmen. Ah, das macht Sinn. Wie sieht deine Selbstpflegerroutine aus? Ich bin immer offen dafür, neue Dinge auszuprobieren. Für mich sind es Dinge wie Tagebuchschreiben, Spaziergänge in der Natur und das Praktizieren von Meditation oder tiefen Atemübungen. Oh, Meditation, das wollte ich schon lange ausprobieren. Hast du irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Unbedingt. Ich würde vorschlagen, mit nur 5 bis 10 Minuten am Tag zu beginnen und sich auf Ihren Atem zu konzentrieren. Es kann wirklich einen großen Unterschied machen. Okay, das klingt überschaubar. Ich werde es mal versuchen. Gibt es noch etwas, das du empfehlen würdest, um mehr inneren Frieden zu finden? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Lernen, Dinge loszulassen, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen. Wenn Sie sich über diese Dinge Sorgen machen, wird Ihnen nur Energie entzogen. Richtig, das macht sehr viel Sinn. Konzentrieren Sie sich auf das, was ich tatsächlich beeinflussen kann, anstatt sich über alles Gedanken zu machen. Exakt. Selbstfürsorge zu priorisieren und das Unkontrollierbare loszulassen, das sind wichtige Schritte, um mehr Seelenfrieden zu entwickeln. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du deine Erkenntnisse teilst, Anna. Ich fühle mich motiviert, einige dieser Praktiken in die Tat umzusetzen. Lektion 11. Das natürliche Leben. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit mehr Bioprodukte verwendest. Erzähl mir mehr darüber. Ja, das stimmt. Ich bin auf natürliche und biologische Hautpflege und Haushaltsgegenstände umgestiegen. Es hat das Spiel verändert. Oh, das ist interessant. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Ich war neugierig darauf, habe die Änderung aber noch nicht vorgenommen. Nun, ich fing an, viel mehr über die Chemikalien und Toxine in vielen gängigen Produkten zu forschen. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich verstehe, das macht Sinn. Was sind einige der Vorteile, die Ihnen durch die Verwendung von Bioprodukten aufgefallen sind? Zum einen war meine Haut so viel gesünder und strahlender. Die natürlichen Inhaltsstoffe sind so viel schonender. Das ist großartig. Und was ist mit der Haushaltsreinigung und so? Gibt es da Unterschiede? Definitiv. Die organischen Reinigungsmittel sind genauso wirksam, aber ohne all die aggressiven Dämpfe und Rückstände. Es war großartig. Wow, das ist wirklich gut zu wissen. Ich habe ein bisschen gezögert, zu wechseln, aber du lässt es super ansprechend klingen. Ich verstehe das anfängliche Zögern vollkommen.
Aber ich kann ehrlich sagen, dass es für mich eine so positive Veränderung war. Ich kann es nur empfehlen, es auszuprobieren. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Ich werde anfangen, mir einige biologische Hautpflege- und Reinigungsprodukte anzusehen. Irgendwelche Markenempfehlungen? Oh, ich würde mich freuen, einige meiner Favoriten mit euch zu teilen. Lass mich ein paar Namen aufschreiben, damit du sie dir ansehen kannst. Fantastisch, vielen Dank, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir mehr über diesen natürlichen Lebensstil zu erzählen. Lektion 12. Grocery Run. Hey Anna, vergiss nicht, dass wir dieses Wochenende im Supermarkt vorbeischauen müssen. Absolut. John, darüber habe ich gerade nachgedacht. Gibt es etwas Spezielles, das ich abholen soll? Nun, ich hatte gehofft, wir könnten uns mit frischem Obst und Gemüse eindecken. Vielleicht schnappen Sie sich ein paar unserer Lieblingsartikel der Saison. Tolle Idee. Ich habe Lust auf knusprige, saftige Äpfel und vielleicht etwas Spargel oder Zucchini. Oh, Spargel klingt köstlich. Und ein paar schöne reife Tomaten wären perfekt für Salate. Auf jeden Fall. Und wir können die Beeren nicht vergessen. Blaubeeren oder Erdbeeren wären eine schöne Ergänzung. Ganz gewiss. Und wir sollten uns wahrscheinlich ein paar Zutaten schnappen, um ein oder zwei gesunde Smoothies zuzubereiten. Auf jeden Fall wären etwas Spinat, Bananen und griechischer Joghurt perfekt dafür. Fantastisch. Das macht mich hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich kann das frische Gemüse praktisch schon probieren. Ich auch. Es wird so schön sein, einen Kühlschrank voller nahrhafter, saisonaler Produkte zu haben. Absolut. In Ordnung. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir uns an unsere Liste halten, wenn wir zum Supermarkt kommen. Guter Plan. Ich bringe meine wiederverwendbaren Taschen mit, damit wir sie ohne Abfall aufladen können. Hört sich gut an. Das wird ein lustiger, gesunder Einkaufsbummel. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 13. Hotelgastlichkeit. Entschuldigung, könnte ich Hilfe mit meinem Gepäck bekommen? Natürlich, Sir. Lass mich dir dabei helfen. Vielen Dank, ich schätze die Hilfe sehr. Gar kein Problem, es ist mir ein Vergnügen. Ich helfe gerne weiter. Der Service hier war bisher ausgezeichnet. Ich genieße meinen Aufenthalt wirklich. Ich freue mich so, das zu hören. Wir bemühen uns, allen unseren Gästen ein wunderbares Erlebnis zu bieten. Nun, du hast sicherlich Erfolg. Das Personal war unglaublich freundlich und aufmerksam. Das ist wunderbar zu hören. Genießen Sie den Rest Ihres Aufenthaltes. Wir möchten, dass Sie sich wie zu Hause fühlen. Ich fühle mich auf jeden Fall wie zu Hause. Die Unterkünfte sind erstklassig. Fantastisch. Bitte lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas tun kann, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Werde ich machen. Danke nochmal. Du warst eine fantastische Hilfe. Es ist mir ein Vergnügen. Ich hoffe, du hast einen fantastischen Rest deines Tages. Du auch. Pass auf dich auf. Lektion 14. Sich gut fühlen.
Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie gut du dich in letzter Zeit fühlst? Weißt du, das habe ich. Ich fühle mich heutzutage so energiegeladen und positiv. Das ist toll zu hören. Es ist wunderbar, wenn wir dieses Gefühl des Wohlbefindens spüren können. Absolut. Es geht nicht nur um unsere körperliche Gesundheit, sondern auch um unseren geistigen und emotionalen Zustand. Exakt. Bei einem guten Gefühl geht es nicht nur um unseren Körper, sondern um unser ganzes Wesen. Auf jeden Fall. Ich habe versucht, mich darauf zu konzentrieren, mein allgemeines Wohlbefinden zu fördern. Das ist ein fantastischer Ansatz. Was für Dinge hast du gemacht? Oh, kleine Dinge wie genug Schlaf zu bekommen, nahrhafte Lebensmittel zu essen und regelmäßig Sport zu treiben. Das sind alles so wichtige Säulen des Wohlbefindens. Und wie sieht es mental und emotional aus? Ich übe Achtsamkeit, mache Aktivitäten, die mir Spaß machen, und verbringe Zeit mit meinen Lieben. Das klingt nach wunderbaren Möglichkeiten, Geist und Seele zu nähren. Es ist so wichtig, eine ganzheitliche Sichtweise einzunehmen. Absolut. Wenn wir auf all diese Arten für uns selbst sorgen, fühlen wir uns einfach viel besser. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist erstaunlich, wie dieses gute Gefühl wirklich nach außen strahlen kann. Auf jeden Fall. Es ist wie ein positiver Dominoeffekt auf unser Leben und die Menschen um uns herum. Absolut. Ich bin froh, dass wir das beide zu einer Priorität machen. Es ist so wertvoll. Lektion 15. Theaterbutz mit Anna und John. Wo, Anna, ich habe gehört, dass du dir neulich eine sehr beliebte Sendung angesehen hast. Was ist der Überblick? Darauf kannst du wetten. Ich hatte die Gelegenheit, das neue Musical zu sehen, über das alle gesprochen haben. Ein neues Musical, hm? War es so gut, wie alle sagen? Es war noch besser. Das Theater war absolut voll. Ich habe gehört, dass über 700 Menschen in einem Saal mit 600 Sitzplätzen zusammengepfercht waren. Wow, das ist verrückt. Muss ein ziemlich heißes Ticket gewesen sein. Was hat es so beliebt gemacht? Die Begeisterung dafür war unübertrefflich. Offenbar musste ein Aushang angebracht werden, der besagte, dass die Kapazität erreicht war und die Leute an der Tür abgewiesen werden mussten. Verdammt, das ist verrückt. Die Leute müssen wirklich begeistert sein von dieser Show. Was hältst du davon? Ich war umgehauen. Der Gesang, die Choreografie, das Bühnenbild, das war alles auf dem nächsten Level. Ich verstehe, warum die ganze Stadt darüber spricht. Klingt nach einer tollen Erfahrung. Ich bin irgendwie neidisch, dass ich es verpasst habe. Vielleicht kann ich mir noch ein paar Tickets schnappen, bevor es zu spät ist. Versuche es auf jeden Fall. Der Lauf soll ziemlich kurz sein, also sind die Tickets schnell weg. Gut zu wissen. Darauf muss ich springen. Also, was war dein Lieblingsteil der Show? Oh, das ist hart. Aber ich muss sagen, die Schlussnummer hat mich wirklich umgehauen. Die Energie im Theater war elektrisch. Oh, ich liebe eine gute Schlussnummer. Da willst du aufspringen und jubeln, oder? Unbedingt. Ich war versucht, sofort Standing Ovations auszulösen.
Haha, ich kann es mir vorstellen. Nun, du hast definitiv mein Interesse geweckt. Ich werde versuchen müssen, mir diese Sendung selbst anzusehen. Lektion 16. John und Anna treffen. Jo, Anna. Ich glaube, es ist eine Ewigkeit her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ich weiß, oder? Wir sollten uns auf jeden Fall treffen und uns gegenseitig informieren. Definitiv. Wie wäre es, wenn wir nach der Schule einen Kaffee trinken? Ich würde gerne hören, was du gemacht hast. Klingt perfekt. Ich habe dir so viel zu sagen, du wirst es nicht glauben. Oh, erzähl es. Ich bin ganz Ohr. Was ist in deiner Welt los? Nun, kennst du das große Projekt, um das ich mich in der Schule gekümmert habe? Am Ende habe ich eine 1 bekommen. Auf keinen Fall, das ist großartig. Ich wusste, dass du es kannst. Du bist so ein Rockstar. Oh, danke. Und versteh das, ich habe auch an der Schulaufführung teilgenommen. Du musst es dir ansehen. Die Schulaufführung, hm? Ich wusste nicht, dass du Theater magst. Das ist so cool. Ich weiß, für mich ist es ein bisschen aus dem linken Feld. Aber bisher macht es mir wirklich Spaß. Nun, ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Sag mir, wann die Show ist und ich werde da sein. Das werde ich tun. Und was ist mit dir? Gibt es etwas Neues und Aufregendes in deiner Welt? Mal sehen. Oh, ich weiß. Meine Familie und ich planen eine große Reise nach der Schule. Oh, wo geht ihr hin? Oh, ich bin so neidisch, ich wünschte, ich könnte mitkommen. Wir denken darüber nach, für eine Woche an den Strand zu gehen. Lektion 17. Johns und Annas Universitätsabenteuer. Hey Anna, du wirst nie erraten, was mir heute an der Universität passiert ist. Oh, erzähl es. Ich bin auf der Kante meines Sitzes. Welche verrückten Spielereien hast du gemacht? Nun, kennst du die große Präsentation, die ich für meine Business Class hatte? Ich habe es auf den Punkt gebracht. Halt die Klappe, auf keinen Fall. Ich wusste, dass du es in dir hast. Ihr Professor muss beeindruckt gewesen sein. Darauf kannst du wetten. Sie sagte sogar, ich sollte erwägen, eine Karriere als Redner anzustreben. Das ist unglaublich, John. Du bist ein Naturtalent. Wir sollten deinen Erfolg feiern. Ich habe das Gleiche gedacht. Wie wäre es, wenn wir in dem neuen Sushi-Restaurant auf dem Campus zu Abend essen gehen? Oh, Sushi klingt herrlich. Ich wollte das Lokal schon lange ausprobieren. Perfekt, dann ist es ein Date. Ich gönne mir sogar etwas und bestelle uns diese schicken Brötchen. Du verwöhnst mich, weißt du das? Ich kann es kaum erwarten. Also, was ist noch neu in deiner Welt? Mal sehen. Oh, ich habe mich als Wahlfach für einen Töpferkurs angemeldet. Töpferei, hm? Ich wusste nicht, dass du ein künstlerischer Typ bist. Das ist so cool. Ich dachte, das wäre eine nette Abwechslung zu all den Geschäftskursen. Ich wette, darin bist du auch ein Naturtalent.
Du wirst langsam zu einem echten Renaissancemann. Haha, das werden wir sehen. Ich versuche immer noch, den Dreh rauszubekommen, aber es hat Spaß gemacht. Lektion 18. Dekorieren mit persönlichen Erinnerungsstücken. Jo Anna, hast du in letzter Zeit deinen Raum verschönert? Du weißt es. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich mein Apartment personalisieren kann. Toll, was für Dinge hast du hinzugefügt? Nun, ich habe einige meiner Lieblingskunstwerke und Fotos aufgehängt. Das ist eine tolle Idee. Durch das Ausstellen persönlicher Erinnerungsstücke fühlt sich ein Ort wirklich wie zu Hause an. Vollkommen. Ich habe auch ein paar ganz besondere Reisesouvenirs, die ich präsentieren möchte. Oh ja. Welche Art von Souvenirs willst du rausbringen? Nun, ich habe diese coole handgefertigte Vase, die ich in Marokko abgeholt habe. Oh, das klingt wunderschön. Wo warst du in letzter Zeit noch unterwegs? Ich bin gerade aus Japan zurückgekommen. Ich habe ein paar wirklich nette Origami-Stücke. Toll, Origami würde als Dekor so cool aussehen. Wie willst du es ausstellen? Ich denke darüber nach, mir ein nettes kleines Regal oder einen Schrank zuzulegen, um alles zu organisieren. Kluger Schachzug. Du willst nicht, dass deine Erinnerungsstücke überladen aussehen. Exakt. Ich versuche, die richtige Balance zwischen Persönlichem und Zusammengesetztem zu finden. Ganz gewiss. Und vergiss die Beleuchtung nicht, das kann deine Stücke richtig zum Strahlen bringen. Lektion 19. Die Entwicklung der freien Entscheidungsfreiheit im Sport. Jo Anna, hast du in letzter Zeit mit all den großen Entwicklungen in der Sportwelt Schritt gehalten? Darauf kannst du wetten. Die Zeit der freien Agentur war dieses Jahr verrückt. Zweifellos. Es ist weit entfernt von dem, was früher war, das ist sicher. Auf jeden Fall. Die Landschaft hat sich im Laufe der Jahre wirklich verändert. Absolut. Jetzt haben die Spieler viel mehr Macht und Kontrolle. Ja, vorbei sind die Zeiten, in denen Teams alle Trümpfe in der Hand hatten. Ganz gewiss. Die freie Agentur hat den Athleten wirklich viel mehr Einfluss gegeben. Vollkommen. Aber ich bin mir sicher, dass einige Teambesitzer nicht allzu begeistert davon sind. Haha ja, ich wette, sie lieben es nicht, ihre Brieftaschen öffnen zu müssen. Kein Scherz. Aber es ist eine notwendige Entwicklung, um die Talente bei Laune zu halten. Stimme voll und ganz zu. Die besten Spieler verdienen es, angemessen entschädigt zu werden. Heim, und das sorgt für mehr Parität und Spannung in den Ligen. Ganz gewiss. Das Kräfteverhältnis verschiebt sich jetzt ständig. Exakt. Keine Dynastien mehr, die unangefochten das Sagen haben. Exakt. Das macht die Dinge wettbewerbsfähiger und unberechenbarer. Lektion 20. Umweltfreundliches Leben fördern. Jo Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche Änderungen vorgenommen, um umweltfreundlicher zu werden? Definitiv. Ich versuche wirklich, meinen Beitrag für die Umwelt zu leisten.
Das ist großartig. Jedes bisschen hilft, weißt du? Absolut. Ich habe in meinem täglichen Leben ein paar einfache Swaps gemacht. Wie was? Ich suche immer nach neuen Wegen, umweltfreundlich zu werden. Nun, ich fing an, wiederverwendbare Einkaufstüten anstelle von Plastik zu verwenden. Toll, das ist ein toller erster Schritt. Das sollte ich auch tun. Und ich habe in eine wiederverwendbare Wasserflasche investiert, anstatt Plastikflaschen zu kaufen. Kluger Schachzug. Die Reduzierung von Einwegkunststoffen ist so wichtig. Und ich versuche, meinen Energieverbrauch zu Hause so weit wie möglich zu begrenzen. Oh ja. Welche Änderungen haben Sie dort vorgenommen? Ich achte darauf, Geräte vom Stromnetz zu trennen, wenn sie nicht benutzt werden, und das Licht auszuschalten. Toll, solche Kleinigkeiten summieren sich im Laufe der Zeit wirklich. Exakt. Und ich habe auch versucht, mehr pflanzliche Mahlzeiten zu essen. Oh wow, das ist super umweltfreundlich. Das sollte ich wahrscheinlich öfter machen. Lektion 21. Herausforderung zum Erinnern von Namen. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine knifflige Frage an dich. Oh Mann, das sollte interessant sein. Was ist es? Okay, weißt du, wie manchmal du jemanden neu kennenlernst und dann plötzlich fällt dir sein Name einfach durch den Kopf? Pfui, ja. Das ist das Schlimmste. Es ist so peinlich, wenn das passiert. Genau. Also, was ist der beste Weg, um mit dieser Situation umzugehen? Ich möchte nicht unhöflich rüberkommen. Gute Frage. Normalerweise versuche ich, mich subtil wieder vorzustellen und meinen Namen noch einmal zu sagen. Auf diese Weise können Sie dasselbe tun. Ah, kluger Schachzug. Den muss ich mir merken. Was aber, wenn es eine Weile her ist, seit du sie das letzte Mal gesehen hast? Oh, das ist noch schwieriger. In diesem Fall könnte ich etwas sagen wie es ist eine Weile her, ich kann schlecht mit Namen umgehen, erinnerst du mich nochmal an deinen Namen? Okay, ich mag diesen Ansatz. Konzentriert sich eher auf ihre eigene Gedächtnislücke als auf ihre. Genau. Und die meisten Leute verstehen das ziemlich gut. Sie wollen einfach nur in Erinnerung bleiben. Du hast recht, das macht Sinn. Das muss ich üben, wenn ich das nächste Mal in dieser peinlichen Situation bin. Ganz gewiss. Aber du musst dir nicht zu viele Gedanken darüber machen. Es passiert jedem. Das stimmt. Solange du anmutig damit umgehst, ist es nicht das Ende der Welt. Auf jeden Fall. Nur eine kleine Herausforderung, sich an Namen zu erinnern. Das ist alles. Haha, damit komme ich klar. Danke für die Tipps, Anna. Lektion 22. Eine köstliche Debatte. Hey Anna, ich habe eine Frage an dich. Was ist deine Lieblingspizzasorte? Das ist eine schwierige Frage. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Pepperoni. Wie steht's mit dir? Weißt du, ich bin eher der Typ für Gemüsepizza. Ich liebe all die frischen Beläge. Interessant.
Eine gute Gemüsepizza kann ich auf jeden Fall auch schätzen. Ich denke jedoch, dass Peperoni geschmacklich einen Vorteil haben. Haha, ich verstehe deinen Standpunkt. Aber meiner Meinung nach sind die Knusprigkeit und die Vielfalt des Gemüses unschlagbar. Das stimmt, die Texturen sind wirklich nett. Vielleicht müssen wir eine Pizza finden, die das Beste aus beiden Welten vereint. Oh, ich mag deine Denkweise. Wir könnten halb Peperoni essen, halb Gemüse. So bekommen wir beide, was wir lieben. Perfekter Kompromiss. Jetzt müssen wir nur noch eine gute Pizzeria finden, die das für uns erledigt. Ich wette, es gibt einen Ort in der Innenstadt, der bereit wäre, die Beläge aufzuteilen. Sollen wir es uns dieses Wochenende ansehen? Klingt nach einem Plan. Ich kriege schon Hunger, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Das wird eine köstliche Debatte.